Diese Aktien sind auf meiner Watchlist und ich plane diese langfristig in mein Portfolio aufzunehmen. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Ich habe euch heute mal 4 Aktien mitgebracht, die sich auf meiner Watchlist befinden, die also wirklich sehr, sehr spannend sind für jeden langfristig orientierten Anleger. Und die erste Aktie ist Linde. Linde ist ein Industriegasunternehmen, ja, ein weltweit führender Anbieter von Industriegasen, darunter Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff, Kohlendioxid und so weiter. Die werden natürlich dann in verschiedenen Branchen wie Chemie, Metallurgie und Gesundheitswesen eingesetzt. Und man ist aber auch mit dem Wasserstoff und der sauberen Energie einfach stark dabei, in die neuen Technologien zu investieren und dann eben auch den grünen Wasserstoff zu nutzen. Und man hat da eben eine sehr, sehr starke internationale Präsenz auch und ist da mit Produktionsstandorten in über 100 Ländern tätig. Ja, und gerade nach der Fusion mit Praxair in 2018 hat man da einfach wirklich einen riesigen Industriegaskonzern geschaffen und wir schauen uns das Unternehmen mal genauer an. Als allererstes mal zum Check. Trader Fox Qualitätscheck. Wir sehen hier einen Score von 13 von 15 Punkten, also wirklich sehr, sehr schön. Es gibt beim Earnings per Share Wachstum einen Punkt Abzug und bei der Eigenkapitalrendite. Sonst sieht es aber sehr, sehr gut aus. Und jetzt auch, man sieht eben hier 2018, wo dann die Übernahme war, wie stark dann auch hier der Umsatz gesteigert werden konnte, nachdem jetzt eben diese Fusion abgeschlossen wurde. Ja, in dem Score sehen wir, dass die Sicherheit, die Volatilität und die Qualität am höchsten gewichtet ist bei dem Unternehmen. Auf Basis des Umsatzes der letzten 3 Jahre sind wir im Moment schon deutlich überbewertet. Ja, so 20%, also über 20%. Auf Basis des letzten Jahres ungefähr so 10% überbewertet. Jetzt gucken wir uns das noch auf Basis des Gewinns an und auch da sind wir so 15% im Schnitt des letzten Jahres überbewertet. Auf Basis der letzten 3 Jahre sogar leicht unterbewertet. Generell hier mal das Senki noch zu sehen, also wichtigster Markt natürlich Amerika, danach aber auch schon EMEA und dann Asia Pacific. Generell Umsatzwachstum letzten 5 Jahre mit 17,13% schon wirklich stark. Auf jeden Fall ganz nett. Dividende wird auch schon länger erhöht und gesteigert. Piotrowski F-Score haben wir im Moment einen Score von 6 von 9 Punkten. Wir schauen uns jetzt auch immer direkt den Chart an und dann sage ich euch auch meine Meinung zur Aktie und warum sie noch auf meiner Watchlist ist und noch nicht in meinem Portfolio. Also gucken wir uns jetzt hier mal die aktuelle charttechnische Situation bei Linde an. Und wir sehen halt schon, dass wir uns natürlich auf Allzeithoch befinden. Das ist natürlich schon mal der erste Grund, warum ich sie jetzt noch nicht im Depot habe. Aber wir sehen an sich schöner langfristiger Aufwärtstrend jetzt hier in diesem Trendkanal drinnen. Schauen wir uns mal auf Wochenbasis die aktuelle Situation an. Wir hatten jetzt hier schon einen sehr, sehr schönen Run eigentlich seit Ende 2022 hingelegt, natürlich mit dem Markt zusammen und sind jetzt hier ja kurzfristig mal wieder auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen tatsächlich. Auf Tagesbasis, wenn wir uns das genauer anschauen, sehen wir halt auch, dass wir jetzt nach diesem kleinen Dip hier nach unten im Mai wieder auf Allzeithoch hochgelaufen sind. Und mir hat jetzt eben diese kleine Korrektur, die es jetzt hier gab, Anfang des Jahres noch nicht ausgereicht für einen langfristigen Einstieg. Es wäre zwar grundsätzlich schon mal ganz nett gewesen, hier eine kleinere Korrektur mitzunehmen, aber ich möchte halt dann in diesen großen Korrekturen, wie wir sie hier mal hatten, einen Einstieg finden. Also das hat mir nicht gereicht in dem Fall und ich denke auch, dass ja, Linde im Moment eher ein Stück überbewertet ist, beziehungsweise gerade mal fair bewertet. Und ist aber auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Unternehmen und deswegen ist es auch eben auf meiner Watchliste. Wir haben im Moment hier auch eine Dividende von 1,2%. KGV recht hoch, 35er KGV, aber halt natürlich eine sehr, sehr starke Marktposition, der absolute Marktführer. Und wenn da mal wirklich Schwäche im Markt ist und das Unternehmen mal stärker korrigieren würde, würde ich mir die definitiv auch ins eigene Portfolio legen, aber natürlich keine Anlageberatung. Jetzt kommen wir gleich zu einem sehr, sehr interessanten Unternehmen und zwar Novo Nordisk. Aber davor würde ich dich gerne noch daran erinnern, lass doch gerne ein Abo für meinen Kanal da und wirklich mal einen Daumen nach oben. Das motiviert mich einfach wirklich und es freut mich zu sehen. Zeigt mir dann eben auch einfach, dass ihr ja, Gefallen an meinen Videos habt. Gerne auch meine anderen Videos noch auschecken. Zum Beispiel gestern zu BlackRock noch eine Aktienanalyse rausgebracht. Auch sehr spannend. Jetzt kommen wir aber zu Novo Nordisk, klar, führender Anbieter von Diabetesbehandlungen.
Man ist eben bekannt für Insulinprodukte und GLP-1-Medikamente, die dann weltweit zur Behandlung von Diabetes eingesetzt werden. Auch hat man so Fettleibigkeitstherapien im eigenen Portfolio und hat da eben Medikamente wie Wegovy und Saxenda ja, rausgebracht, die natürlich auch im Moment sehr, sehr stark in den Medien vertreten sind. Aber an sich, man ist da auch breit in der Forschung und Entwicklung aufgestellt, macht da starke Investitionen in Innovationen. Also, na klar, hauptsächlich eben in diesem Bereich Diabetes, Adipositas und seltene Blutkrankheiten. Da ist Novo Nordisk wirklich sehr, sehr stark aufgestellt und das ist eben auch deren ja, Hauptgeschäftsbereich, in dem man sich weiter verstärken möchte. Schauen wir auch hier mal auf den Qualitätscheck. Wir haben einen Score von 15 Punkten, sehr, sehr stark. Wer noch mehr erfahren möchte zu Novo Nordisk, kann sich gerne auch mal meine Aktienanalyse dazu anschauen. Habe ich mal vor 1, 2 Wochen, 3, 4 Wochen eine Aktienanalyse, die dann noch tiefer auf Novo Nordisk eingeht, gemacht. Könnt ihr euch gerne anschauen. Auf jeden Fall sehr, sehr starker Score mit 15 von 15 Punkten, also hochqualitativ. Auf Basis des Umsatzes sind wir jetzt im Moment noch 10% überbewertet tatsächlich. Basis des Gewinns sieht es genau gleich aus. Also im Moment nur noch eine 10%ige Überbewertung, weil wir hier jetzt doch einen relativ starken Kursrutsch, nenne ich es jetzt mal, gesehen haben bei Novo Nordisk. Und wir haben natürlich wirklich extrem starke Zahlen hier generell. Umsatzwachstum im Schnitt der letzten 5 Jahre lag bei 15,74%, also das ist auch wirklich stark. Und das Earnings per Share Wachstum war noch stärker und auch die Dividende konnte hier wirklich sehr, sehr schön erhöht werden. Im Piotrowski F-Score haben wir einen Score von 8 von 9 Punkten. Hier gibt es nur Punktabzug, weil die Liquidität leicht gesunken ist. Aber an sich sehen wir halt hier links schon am Umsatz und am operativen Gewinn, also beim EBIT, was dafür ein starkes Wachstum dahinter liegt. Deswegen eben auch hier diese wirklich sehr, sehr hübsch grüne Bewertung bei Novo Nordisk. Wir gucken auch jetzt hier auf die aktuelle Chartsituation bei Novo Nordisk, bei der bin ich ja auch schon drauf eingegangen, eben in der Aktienanalyse an sich. Aber seitdem hat sich doch auch noch ein bisschen mehr verändert. Ich habe damals schon erwähnt, dass wir hier kurz davor stehen, ein Abwärtsszenario zu etablieren. Das ist auch tatsächlich passiert. Also nachdem wir jetzt hier diesen Bereich von 820 Novo Nordisk, 820 dänische Kronen unterschritten haben, haben wir jetzt praktisch diese ISKS, diese Schulterkopf-Schulter-Formation nach unten verlassen und müssen uns jetzt eben hier erstmal stabilisieren. Und für mich wäre die wichtigste Zone hier unten um die 700 dänische Kronen. Da würde ich dann meine erste Position eröffnen, außer wir kriegen jetzt eben hier oben nach einem längeren Boden eine bessere oder ein Einstiegssignal geboten. Also für mich tatsächlich jetzt sehr, sehr, sehr interessantes Unternehmen und ist bei mir ganz weit oben auf der Watchliste, also eigentlich auf Platz 1. Hier warte ich im Moment eben, dass wir uns hier stabilisieren und dann werde ich da auch sehr zeitnah einsteigen. Aber auch hier keine Anlageberatung, ist eben nur mal meine eigene Meinung, es ist meine Watchlist. Jeder sollte sich da sein eigenes Szenario aufbauen. Auf jeden Fall, was muss passieren, dass wir oder dass ich mir hier die Aktie ins Depot legen würde? Also für mich wäre jetzt wichtig, dass wir jetzt hier entweder nach oben steigen, nochmal runterkommen und hier irgendwie so eine Art Boden bauen und uns dann eben dynamisch rausentwickeln. Und wenn ich dann hier ja, ein bisschen eine Korrektur über Zeit noch gesehen habe und hier so einen Trendwechsel nach so einem Doppelboden zum Beispiel, dann wäre das für mich ein sehr, sehr guter Einstieg. Das aktuelle Niveau ist an sich auch schon interessant, finde ich. Aber ich möchte dann trotzdem, dass wir uns hier unten irgendwo stabilisieren. Also ja, auf Niveau dieser kleinen Unterstützung, da wäre es auf jeden Fall sehr, sehr interessant und da würde ich dann auch einen relativ kurzfristigen Trigger, also auf einer niedrigeren Zeiteinheit benutzen, um da mal einen Fuß in die Tür zu stellen bei Novo Nordisk. Also ich halte sehr, sehr viel von dem Unternehmen und ist für mich hochqualitativ eigentlich sogar der beste ja, Wert oder der beste Aktienwert im Bereich Pharma. Dann kommen wir zum nächsten Unternehmen und davor wollte ich dich noch darüber informieren, dass Finanzen.net Zero im Moment eine Aktion laufen hat, bei der du bis zu 200 Euro als Prämie erhältst, wenn du da ein Konto öffnest. Also vielleicht für alle interessant, die noch eine neue Strategie fahren möchten oder noch vielleicht gar kein Depot haben, um Aktien zu handeln. Was ganz cool ist, man hat jetzt hier auch eine neue Funktion, in der man das eigene Portfolio sortieren kann und durchsuchen kann, also filterbar machen mit den Kategorien. Da kannst du also zum Beispiel einzelne Aktien mit dem Tag Dividendenwachstum oder generell Cashflow versehen und dann danach dein Portfolio filtern.
Heißt, du kannst ganz einfach auf die ganzen anderen Apps verzichten, sowas wie GetQuinn, du kannst jetzt alles in einer App tracken. Und man kriegt hier auch zusätzlich wirklich echte Schweizer Aktien. Also gerne mal in der Beschreibung im ersten angepinnten Kommentar diese Aktion auschecken. Dann schauen wir hier zum nächsten Unternehmen und das ist Kinsey Capital. Ist ein Spezialversicherer, der ja, schwer oder gar nicht von traditionellen Versicherern die Leistungen abdeckt. Also da geht es um hochriskante und komplexe Versicherungsfälle und man hat ein extrem starkes Wachstum auch hingelegt bei Kinsey Capital und insbesondere eben durch den Fokus auf diese unterversorgten Versicherungsmärkte und man hat eine echte Nischenstrategie hier entwickelt und da geht es dann eben so um Märkte wie Bauwesen, Umwelt, Energie und Gewerbeimmobilien und dadurch hat man natürlich auch deutlich weniger ja, Konkurrenz in diesem Bereich und ist wirklich hoch profitabel, hohe Gewinnmargen und eine starke Finanzdisziplin. Also da sieht es wirklich gut aus bei Kinsale, deswegen gefällt es mir natürlich auch so gut. Wir sehen jetzt hier im Qualitätscheck beim Trader Fox einen Score von 13 von 15 Punkten. Wir haben den Punktabzug bei der Volatilität, die ist relativ hoch tatsächlich und bei der Rendite aufs eingesetzte Kapital, aber an sich wirklich stark. Umsatzwachstum letzten 5 Jahre wahnsinnige 40,7% und Earnings per Share Wachstum noch höher mit knapp 53%. Also das Unternehmen ist in den letzten Jahren wirklich rasant gewachsen. Auf Basis des Umsatzes der letzten 3 Jahre sind wir ca. 20% überbewertet. Auf Basis des letzten Jahres sind wir noch höher bewertet und auf Basis des Gewinns ebenfalls stark Überbewertung im Moment. Basis des Basis des Gewinns der letzten 3 Jahre aber ganz leicht über dem fairen Wert. Es sieht ja an sich alles sehr, sehr schön grün aus. Wir schütten sogar auch eine Dividende aus, die ist aber wirklich nur marginal. Piotrowski F-Score haben einen Score von 7 von 9 Punkten. Auch hier wirklich schöner Score. Hier werden einzelne Punkte nicht ausgewiesen, weil das Unternehmen natürlich noch nicht ganz so lange an der Börse ist und profitabel ist. Aber das ist auch wirklich schon mal eine gute Position für Kinsale Capital. Und auch hier schauen wir uns jetzt den aktuellen Kurs mal an. Und da sehen wir, dass wir jetzt kurzfristig schon mal auch einen Rücksetzer hatten. Aber zuerst langfristig sind wir hier seit 2017 an der Börse und haben jetzt hier ja, einen Aufwärtstrend etabliert auf jeden Fall, der jetzt in letzter Zeit etwas in Stocken gekommen ist und mit hier doch größeren Kursausschlägen mal versehen ist. Ja, nachdem wir jetzt hier ein paar schlechtere Quartale hatten, oder beziehungsweise ein Quartal, das nicht ganz so gut ausgefallen ist, hatten wir einen starken Kursverlust. Dann haben wir uns hier seitwärts bewegt für ein paar Monate und dann wieder stark nach oben. Also für mich ist das Kaufsignal jetzt hier mit dem Verlassen der Range schon da gewesen, aber ich möchte jetzt wegen diesem starken Abverkauf erst, dass wir hier uns nochmal langsam auf die Range zubewegen, also auf diese 410 US-Dollar. Deswegen liegt jetzt hier bei mir auch dieser Alarm da drinnen und eben diese grüne Zone. Also sollten wir uns hier nochmal langsam annähern, dann würde ich mir das Unternehmen nochmal ganz genau anschauen und dann entscheiden, ob ich sie mir ins Depot lege. Aber für mich jetzt eben auch ja, ein hochqualitativer Wert, der natürlich deutlich spekulativer ist wie die anderen, weil es noch nicht ein ganz so eingesessenes Unternehmen ist und natürlich auch noch nicht so lange an der Börse handelbar bzw. generell existiert. Aber auf jeden Fall spannende Situation und sollte man sich auf jeden Fall mal genauer anschauen. Wir haben eine Dividendenrendite hier von 0,13% im Moment, also sehr niedrig und auch nur eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden US-Dollar, also hier keine Anlageberatung. Hier ist das Risiko auf jeden Fall deutlich erhöht bei so einem eher Small Cap bzw. Mid Cap Unternehmen. Dann kommen wir zur letzten Aktie, die ich mit dabei habe und das ist wirklich ein absoluter Dauerläufer, eine absolute Cash-Maschine und zwar geht es um Fair Isaac Corporation, FICO und FICO ist bekannt für seine Entwicklung, also für die Entwicklung des FICO-Scores, also das ist der am häufigst verwendete Score für die Kreditbewertung in den USA. Man bietet da eben auch Software und Dienstleistungen zur Datenanalyse, Entscheidungsfindung, zum Risikomanagement an. Und das wird dann eben weltweit von Banken und Kreditgebern genutzt und letztendlich auch von den Endkonsumenten. Und da werden dann eben auf Basis dieser Scores Kreditentscheidungen getroffen, um dann eben Betrugsrisiken zu minimieren und das generell alles zu optimieren. Und da hat man eben sehr, sehr starkes Wachstum auch im Bereich des Fintechs und einfach eine globale Kundenbasis, was natürlich für FICO wirklich extrem
stark ist. Und da ist man einfach von dieser ganzen weltweiten Präsenz und von einer wirklich echten Monopolstellung einfach wahnsinnig gut aufgestellt. Und das sehen wir jetzt dann auch gleich am Score und am Kurs. Ja, zu Fair Isaac, hier haben wir einen Qualitätscheck von 12 von 15 Punkten, Punktabzug bei der Finanzverschuldung, bei der Volatilität und beim relativ hohen KUV. Aber wir sehen noch hier Earnings per Share Wachstum der letzten 5 Jahre betrug hier 29%, also wirklich extrem starkes Gewinnwachstum auch bei Fair Isaac. Auf Basis des Umsatzes sind wir extrem überbewertet. Auf Basis des letzten Jahres auch immer noch extrem überbewertet. Auf Basis des Gewinns im letzten Jahr auch extrem überbewertet. Im Schnitt der letzten 3 Jahre noch höher bewertet. Also wir haben eine extrem hohe Bewertung bei Fair Isaac. Das muss man auf jeden Fall sagen. Das ist eben auch der Hauptgrund, warum ich da noch keinen Einstieg gefunden habe bei einem Unternehmen. Wir haben natürlich auch sehr, sehr schöne hohe Margen, muss man dazu sagen. Extrem hohes Kurs-Umsatz-Verhältnis. Und beim Priotrowski F-Score haben wir aber dennoch hier einen Score von 9 von 9 Punkten, also sieht man auch relativ selten. Bei FICO, da läuft es einfach wirklich extrem gut. Es ist ein echt hochqualitatives Unternehmen und ist auch deswegen eben auf meiner Watchlist und da warte ich eben schon sehr, sehr lange auch auf einen möglichen Einstieg, den ich hier 2020 oder 2022, wo die Korrektur war, verpasst habe. Schauen wir uns aber hier auch mal die aktuelle charttechnische Situation an. Erstmal auf Monatsbasis und ich denke, da wird schon dem ersten oder dem einen oder anderen auffallen. Ja, also es ist ein wirklich absoluter Dauerläufer, der jetzt hier seit 2022 keinen Halten kennt, also wirklich einfach von Allzeithoch zu Allzeithoch rennt und jede Woche, jeder Monat ist hier fast positiv. Also in den letzten 2,5 Jahren waren nur 3, 4, 5 Monate mal negativ und sonst sieht es hier echt gut aus. Und es gab eben jetzt auch nur eine Chance und die war hier so 2019 bis 2022, in der man dann eben auch einiges an Bewertung abgebaut hat. Aber da war das Unternehmen bei mir noch nicht leider im ja, Blickwinkel. Deswegen bin ich da auch noch nicht eingestiegen, aber warte jetzt eben ungefähr seit 2023 hier schon, dass mal ein kleinerer Rücksetzer kommt oder so eine Seitwärtsphase, wie es hier der Fall war. Ja, ob ich die noch kriegen werde, mal schauen. Irgendwann sicherlich. Aber deswegen jetzt für akute Käufe für mich völlig uninteressant, aber langfristig sehr, sehr spannend. Also wenn mal hier eine Seitwärtsphase oder eine Korrektur eingeläutet wird, dann werde ich FICO definitiv in mein Portfolio aufnehmen. Ja, zu FICO an sich vielleicht noch kurz. Wir haben im Moment eine Price-to-Earnings-Ratio von 104, also wirklich extrem hohes KGV. Es hängt eben auch natürlich damit zusammen, dass die so eine extrem starke Marktposition haben. Wir haben auch hier Net-Margins von über 30% knapp. Also das ist einfach so stark, so ein starkes Unternehmen. Denke ich, haben aber auch schon die ein oder andere mal gehört. Aber auch hier keine Anlageberatung. Entscheidet immer selber, was ihr mit eurem Kapital macht. Ist jetzt eben sehr, sehr spannend für mich und bleibt auf meiner Watchlist, bis da mal ein Anzeichen von einer Stabilisierung zu sehen ist und man mal eine kleine Chance hat, um den Rücksetzer zu nutzen. Das letzte, was wir jetzt noch machen, ist, dass wir uns mal die Performance der Aktien anschauen. Also alle Aktien, die ich mit dabei hatte. Linde, Novo Nordisk, Kinsale und Fair Isaac. Und mit dem Total Return der letzten 5 Jahre sehen wir, dass sich FICO hier nach oben gearbeitet hat und die besten Return hat mit wahnsinnigen 556% in den letzten 5 Jahren. Danach kommt Novo Nordisk mit 407% und dann Kinsale Capital mit 352% und das Schlusslicht ist Linde mit 162%. Und das ist tatsächlich eigentlich auch die Rangfolge, die ich dieses Unternehmen hier einordnen würde von der Qualität her. Also FICO Platz 1, Platz 2 Novo Nordisk, Platz 3 Kinsale und Platz 4 Linde. Linde ist eben der deutlich, einfach reifere Wert im Vergleich zu Kinsale, was natürlich auch heißt, dass Kinsale an sich mehr Potenzial haben sollte wie Linde, aber Linde ist eben die deutlich sichere Variante. Alles 4 sehr, sehr interessante Aktien für mich. Würde mich echt interessieren, was ihr von den Unternehmen haltet. Habt ihr die vielleicht sogar selber schon im Depot? Was sagt ihr so zu meiner Watchlist? Das ist jetzt auch der zweite Teil. Wenn euch da noch der erste Teil interessiert, den habe ich auch unten in der Caption verlinkt. Gerne auch auschecken, waren auch sehr hochqualitative Aktien mit dabei. Und dann danke für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.